Ruhe bitte. Aufnahme jetzt. Guten Tag, Herr Huber. Ja, guten Tag, Herr Lüthi. Schön, während die anderen in der Mittagspause sind, widmen wir uns da Sinnvollem. Wir arbeiten unseren Auftrag ab. Ja, die einzigen, die hier etwas tun in diesem Laden, ist doch schon verrückt. Es ist schon immer das Gleiche, oder? Gibt so richtig schöne Endzeitstimmung. Sie sagen. Da haben Sie eine super Überleitung gemacht. Das betrifft ja auch genau unser Thema mit der Folge 2 von Love, Death and Robots. Da geht es genau um das Thema. Also nicht um die Arbeit, Entschuldigung, nicht die arbeiten, die nicht arbeiten. Nicht, dass wir hier falsch verstanden werden, aber um die Endzeitstimmung. Ja, eindeutig. Es ist eigentlich im ersten Blick eine sehr düstere Folge. Aber nur auf den ersten Blick. Also wenn man so den Einstieg nimmt, da schwenkt die Kamera durch eine Landschaft auf, alles zerstört mit Skeletten. Dann schwenkt die Kamera weiter auf einen Totenkopf und dann wird die von einem mechanischen Fuß zertreten und dann erscheint ein Roboter, so wie Terminator, auf der Bildwand, so ganz stolz geschwellt. Ja, aber Moment. Habe ich was ausgelassen? Ja, aber noch nicht weitergehen, weil dann ist es ja ein relativ großer Bruch, der dann existiert. Weil gerade am Anfang, wo ich das gesehen habe, hat mich doch das sehr stark an Terminator erinnert, oder? Ja, absolut, ja. Also es war wirklich so gedacht, genau bis zu dem Punkt dachte ich, jawohl, die Roboter und die Maschinen haben die Herrschaft übernommen. Bisschen Matrix angelehnt und jetzt kommt das große Aber. Genau, und dann sieht man eben diesen Roboter, eben genauso wie in Terminator, also so vom Styling her. Man muss vielleicht auch noch sagen, der heißt Xbot 4000, das wird später noch wichtig. Und der findet so mit einer sehr menschlichen Stimme, dass sie sich alle beschissen verirrt haben. Entschuldigung die Wortwahl, aber genauso hat er es gesagt. Da löst sich eigentlich die ganze Endzeitstimmung, die Ernsthaftigkeit löst sich da bereits auf. Total. Dann kommt nämlich ein kleiner roter Roboter. Der KVRC hieß der. Und projiziert da sein Hologramm und sagt, ja, nein, wir haben uns nicht verlaufen, da ist die zerstörte Kirche, da ist die Blutlache und so weiter. Und ist ein total aufgestellter kleiner, so eine Art Spielzeugroboter, muss man sich den vorstellen. Dann kommt noch ein dritter. Ja, G. Da hat so eine Pyramidenform, so der Klugscheißer der Gruppe, oder? Genau. Und so mit einem Auge, also mit einer Kamera eigentlich, der hat mich irgendwie so an Art Anlehnung von Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum, so dieser Hell, hat man ja auch immer nur diese Kamera gesehen, dieses Auge, oder? Und der findet ja mit einer sehr technischen Stimme, dass die Umgebung atemberaubend schön ist und viel schöner als im Prospekt beschrieben. Dann merkt man, dass die drei Roboter eigentlich Touristen sind. Auf einer Reise sind. Aber der Xbot 4000 findet dann auch so ein bisschen abfällig. Naja, wenn man eine postapokalyptische Stadt kennt, kennt man sie einfach alle. Also nichts Besonderes. Ja, also die drei Roboter gehen dann so gemeinsam durch diese Stadt und fotografieren ebenso klassische Touristen, diese Ruinen und Skelette und so weiter durch diese Stadt und sind eigentlich sehr vergnügt. Und eines der Skelette ist ein kleines Mädchen, das an der Wand gelegt ist und dann kommt, wie heißt jetzt die pyramidenförmige Roboter? GG sagt zu dem toten Mädchen, sag Terabyte und fotografiert dann. Ja, fand ich witzig. Ich dachte noch, was, wieso? Das ist ja so die technische Umsetzung anstatt Gs Terabyte. Weil ich fand, hä? Ich habe es doch ausprobiert, ob ich da zu einem Lachen komme oder nicht. Terabyte, ja, irgendwie schon. Ja gut, aber wie lacht ein Roboter? Also kann der lachen? Nicht wirklich, oder? Ja, also je nach Roboter halt, Naja, kommen wir zu der nächsten Szene. Das ist ja dann die Sporthalle. Ja. Und das ist ganz ein wichtiger Touristenpunkt oder auch Punkt in der Geschichte. Ja, wenigstens für sie, weil der kleine Roboter, der KVRC, entdeckt da einen Basketball und ist total aus dem Häuschen, weil das absolute Amüsement-Ding ist der Menschen und er macht da so einen riesen Tamtam um das Ganze.
und findet zum X-Bot 4000, er soll doch mal den Ball nehmen und prellen lassen. Weil das eben das Unterhaltungsding der Menschen war. Der G hat natürlich wieder seine Klugscheißerart gesagt, ist das alles? Und der kleine Roboter meint, ja, das ist eigentlich alles. Vor allem am Anfang findet G ja noch sehr schnippisch, dass die Menschen eigentlich gar nicht die kognitiven Fähigkeiten gehabt hätten, um diesen Ball richtig springen zu lassen. Darum kann das gar nicht richtig funktioniert haben. Der kleine Roboter hat dann sofort gesagt, ja, manchmal haben sie auch den Ball mit Stöcken geschlagen. Und dann kam die Frage, wieso war der Ball denn böse? Und Gisa patscht so den Ball, böser Ball, böser Ball. Und erwartet irgendeine Reaktion oder sowas. Und natürlich passiert nichts. Gut, und der kleine Roboter wirft den Ball zu. Was soll ich jetzt mit dem tun? Ja, prell doch den Ball mal, oder? Und dann die Arme und dann denkst du, mit voller Wucht prellt er den Ball. Nee, er geht wieder runter bis in die Mitte und lässt ihn einfach fallen. Und der Ball hüpft 4-5 Mal. Das war's dann. Und der kleine Roboter ist völlig aus dem Häuschen. Ist das so cool? Und er fragt er so, wie war's für dich? Dann sagt er, ja, etwas spannungslos. Und dann sagt G natürlich wieder, willkommen bei den Menschen. Also es ist ja schon ein komisches Menschenbild, das da vermittelt wird irgendwie. Total bescheuert. Naja, wird ja noch schlimmer. Oder ein bisschen fragwürdiger. Die nächste Szene spielt in einem amerikanischen Diner, so ganz klassisch. 50er-Stil. G wirft eine Münze in eine Wurlitzer Jukebox und fängt an zu tanzen nach der Musik. Eigentlich schon irgendwas suspekt, oder? Wieso kann jetzt der 9-mal kluge Roboter plötzlich tanzen? Ja, ich fand es aber noch witzig gelöst. Er hat ja so eine Obeliske-Form irgendwie, so eine Cube-Dings, keine Ahnung, wie man diese Form sagt. Wie er getanzt hat, indem dass er so Elemente des Körpers hin und her schiebt. Ich finde das sehr witzig. Irgendwo. Ich habe mir die Szene ein paar Mal angeschaut und fand, das ist echt witzig. Währenddessen er tanzt, sitzen die beiden anderen da am Tisch, gucken da einen Hamburger an, der ziemlich schon schimmlig und grün ist. Total vergammelt. Und dann kommt da die große Frage, ja, was haben denn die Menschen mit dem Ding gemacht? Sie haben das in die Aufnahmeöffnung geschoben. Ja, und dann hat G erklärt, dass in der Aufnahmeöffnung das Ganze zermahlen wird und dann in einen Säuresack weitergezogen wurde und durch das haben die Menschen die Energie entzogen. Mit so einem steinähnlichen Malwerkzeugen, worauf der kleine Roboter gefunden hat, ja, haben denn die keinen externen Säurebehälter für das? Wieso machen die das Ganze nicht mit Fusionsbatterien wie die Roboter? Wäre doch viel praktischer. Also sie haben den Sinn gar nicht eingesehen. Aber was noch wichtig ist, G war da in der Küche, als er das Ganze erklärt hat eine Bestellung heruntergenommen und die Bestellung dann noch fertig gemacht mit vergammeltem Ketchup und bringt das einem Skelett, das an der Bar sitzt und sagt, Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Also das war schon noch eine witzige Szene. Lustig fand ich auch, im Englischen wird eigentlich nicht von Steinen in eine Öffnung gesprochen, sondern von Stiften. Okay. Und im Deutschen wurde das eben mit Steinen in der Öffnung, die zermahlen sind. Und ich fand das, spielt das eine Rolle? Also wieso haben Sie da jetzt bewusst etwas anderes genommen? Aber Das haben Sie ja eigentlich mal am Anfang mal bemerkt, also in der Vorbesprechung, dass eigentlich die englische Version noch ein bisschen besser daherkommt, also eindeutig besser, obwohl die deutsche Synchronisation nicht schlecht ist. Aber wenn wir nachher noch die einzelnen Sprecher durchgehen, es ist eigentlich auch relativ klar, wieso das so rauskam. Dann ziehen doch die drei weiter, da sie ja nichts essen müssen mit ihrer Fusionsbatterie. Dann kommen sie in ein Wohnzimmer. Es gibt dann einen Schnitt und man sieht die drei auf einem Sofa in einem Wohnzimmer sitzen. Und sie schauen da irgendetwas an, das man im ersten Moment nicht sieht und fanden, was das überhaupt ist und was das soll und so weiter. Dieses Ding, das sie anschauen. Und man sieht dann plötzlich so einen Katzenschwanz und sieht, dass das eine Katze ist. Die Katze liegt auf einem Hocker vor dem Kamin und die Katze lebt.
Und dann passiert das, die Katze hüpft von dem Hocker und kommt auf sie zu und die drei erschrecken zu Tode. Was ist jetzt? Er kommt auf uns zu, was will das? Und was sollen wir tun? ja, genau, was. Und dann streicht die Katze um die Beine vom mittleren Roboter, vom großen Roboter, vom Xbot 4000. Xbot 4000, genau. Und hüpft dann auf seinen Schoß. Der bricht direkt in Panik aus fast und findet, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun? Und der Kleine rät ihm dann einfach, die Katze ein bisschen zu streicheln, vielleicht geht sie ja dann wieder. Und die Katze macht natürlich genau das, was man erwartet. Sie fängt an zu schnurren und lässt sich bequem nieder auf dem Schoß vom Xbot 4000. Und der streichelt sie und dann sagt der Kleine, oh oh. Und der guckt ihn so an und sagt, was bedeutet das jetzt? Also ich bin kein Experte, aber du hast sie aktiviert, die Katze. So, was heißt das? Eben nochmals, ich bin kein Experte, kriecht dann so auf die Lehne des Sofas und versteckt sich dahinter und sagt, wenn sie dann aufhört, dann wird sie explodieren. Also die zwei sprechen dann so quasi den G an, den Besserwisser, ob das wirklich so sein könnte. Und der findet, und das habe ich nicht ganz verstanden, ja, es gab bei den Menschen ein Spiel, Cat Explosion oder sonst so etwas. Kennen Sie ein Spiel, das Cat Explosion heißt? Nein, habe ich. Vielleicht ist das in der Zukunft, das ist möglich. Also da habe ich nichts verpasst, okay. Xbot 4000 hat ja gefragt, ja, was ist der Sinn dahinter, mit solchen mörderischen Biestern, die explodieren, sich abzugeben? Gesagt, irgendeinen Sinn muss es haben. Schließlich haben sie auf den sozialen Netzwerken Millionen von Katzenvideos verbreitet. Genau. Und dann stehen sie vor dem Kamin und gucken ihn an und sagen, du musst jetzt sterben. Und dann kommt wieder ein Schnitt. Ein ziemlich grober, finde ich, aber ja. Weil dann sind sie plötzlich in einer Werkshalle. Ein Einkaufszentrum, das ist wichtig, weil man sieht es so zwischendrin, so die großen Gesteller und so weiter. Ja, stimmt, das ist ein Einkaufszentrum, ja. Sie nehmen so irgendein Ding in die Hand, also der Xbot 4000 und fand irgendwann, was ist denn das? Und dann fand G, ja, das ist ein Xbot 3, angelehnt auf Xbox 3. Eben, das ist ein Unterhaltungssystem von den Menschen. Der Kleine, also der KVRC, fand dann irgendwo, ja, aber Moment mal, ist das ein Vorfahre vom Xbot 4000? Weil heißt ja gleich, der Große wehrt sich natürlich total und nein und reiner Zufall und gar nicht und überhaupt nicht. Ja, die anderen zwei glauben ihm aber, glaube ich, nicht so wirklich und denken, dass er die Spielkonsole doch am besten Papa nennen soll. Und der G findet dann, vielleicht aber auch Mama, weil Roboter haben ja keine Genitalien. Vielleicht können sie auch die Mama sein. Der Xbot 4000 ist sichtlich genervt über das Ganze und findet so bei G, wo er denn den Ausknopf hätte, um ihn abzuschalten. Aber G sagt noch irgendwann, es ist ja auch nicht ganz einfach, seinen Großvater mit ausgekotzten Harddisk und Platinen auf dem Boden zu sehen. Ja, und nachher kommt der Witz, der eben im Deutschen nicht funktioniert und nur teilweise, aber er ist so gut gesprochen und gespielt, dass er eben trotzdem funktioniert. Der Xbot 4000 findet dann ja, für was ist dieses Ding denn überhaupt und so weiter und so fort. Und der KVRC findet dann, ja, für die 13-jährigen männlichen Menschen, die haben sich geteabaggt mit diesem Ding. Und der Xbot 4000 konnte mit dem eigentlich gar nichts anfangen und fand, ja, was ist denn das überhaupt? Und er recherchiere da mal und ist dann auch so in sich. Aber wurde von G gewarnt. Ja, und dann kam eben G und fand eben, nee, nicht recherchieren, das ist eine schlechte Idee. Und der Xbox 4000 fand aber, nein, ich bin jetzt dabei und ist plötzlich, hat es scheinbar gefunden, total geschockt und findet, hey, das hat sich jetzt auf ewig bei mir eingebrennt, will den Kleinen dann eben, weil er eben dieses Wort gesagt hat, bestrafen, indem dass er ihm die Katze auf den Kopf setzt. Zuvor will er ja noch seinen Mama, Papa, Großvater irgendwie erschießen und dann sagt der Kleine, kannst du nicht, weil du die Katze bei dir hast. Da kommt die Katze wieder ins Spiel. Bis dahin wusste man nicht, was mit der Katze eigentlich war. Die taucht dann plötzlich wieder auf. Und nicht explodiert, interessanterweise. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, was ist Teabagging? Teabagging ist eigentlich so eine Art, das gegenseitige
besiegen und erniedrigen, also sozialen Kämpfe, die Teenager unter sich machen. Das nennt man Tearbagging. Es gibt eigentlich keine wirkliche Übersetzung im Deutschen. Das ist das Problem, wie ich herausgefunden habe. Auch die Italiener und Franzosen haben keine wirkliche Übersetzung. Also alle hatten eigentlich sehr große Mühe, das richtig zu übersetzen, also dass es funktioniert. Ja, das ist wirklich noch spannend. Also da ist ein Begriff, den man so übernehmen muss. Ja, aber ist doch noch gut gelöst. Das deutsche Synchronisation, das haben sie gut gelöst. Beim ersten Durchgang ist mir das gar nicht aufgefallen, dass ich das selbst auch nicht verstanden habe. Und so beim zweiten oder dritten Mal fand ich, ja, was, Teabagging? Was ist um Himmels Willen Teabagging? Bis ich dann nachgeschaut habe und eben diesen Slang-Ausdruck gefunden habe. Ganz ehrlich, hatten Sie den gleichen Gesichtsausdruck wie der Xbot 4000? Am Anfang glaube ich schon. Also beim zweiten, dritten Mal fand ich auch, ich muss nachschauen. Nur war ich nachher nicht so geschockt wie er. Und dann gehen Sie aus dem Einkaufszentrum heraus, und den G noch den kleinen, ja, weiß man etwas über deine Vorfahren? Da sagt, ja, ich stamme aus der stolzen Linie vom Babyphonen, oder? Und da G natürlich besserwisserisch, aber es gibt ja fast keine Babys mehr. Und da sagt der Kleine, ja, das haben wir, glaube ich, nicht gut gemacht. Ein Punkt, was ja die ganze Diskussion über die Vorfahren ausgelöst hat, das passiert ja dann im Diners. Sie haben sich ja gefragt, woher die Menschen denn stammen. Das war der Auslöser. Sie hat gesagt, ja, da war irgendein großer Unbekannter, die Menschen aus dem Staub erschaffen hat. Und dann sagt G so, das ist eine Theorie. Er gibt ja nachher auch noch die zweite Theorie. Genau, er sagte, das war ein Witz im Fall. Sie stammen aus einer großen Suppe. Das war dann so das Bild, wie wir entstanden sind. Entweder aus Staub. Haben Sie herausgefunden, was für eine Suppe das war? Also ich nehme an, Sie meinten so quasi die Ursuppe irgendwie. Also das war so irgendwie das Bild. Das hat dann eigentlich die ganze Diskussion im Einkaufszentrum über Vorfahren und so weiter, das war die Grundlage eigentlich für die ganze Diskussion dann. Und dann gehen Sie weiter. Ja, und kommen zu einer riesigen Atomrakete, wo G gleich findet, ob es nur ihm so geht oder den anderen auch. Das ist doch ein riesiger Phallus. Was ich noch irgendwie finde, wie kommt ein Computer auf ein Phallus? Vorhin hat er gesagt, wir haben keine Geschlechtsorgane, oder? Also guckt G heimlich Pornos. Der Philosoph der Pornos Genau. schaut. Okay. Jedenfalls stehen sie vor dem Ding und dann philosophieren sie, wie sich die Menschheit selber vernichtet hat. Das fand ich eigentlich auch noch eine lustige Diskussion, also weil der Xbox 4000 fand eben, ja, also okay, die mussten also nur diese Rakete starten und sich mit diesen Raketen bekämpfen. Und dann fand war das der Kleine dann, der irgendwo sagte, ja, aber sehr viel braucht es da ja nicht oder das braucht ja nur wenige. Und G hat ihm dann zugestimmt, ja, also mit ein paar von diesen Raketen Reicht das völlig. ist die Sache erledigt. Aber bevor es soweit kam, hat dann G ausgeholt in einem ganzen Monolog, dass die Menschen zuerst die Luft verpestet, die Erde verbrannt und den Himmel erwürgt. So war das. Irgend sowas, ja. Blendet so die Kamera, das war nicht so witzig, zu einem kleinen Roboter und er stand da WTF, what the fuck oder so, was soll das oder so. Und irgendwann merkt dann G das, was er da alles herausgelassen hat, gesagt, ja, ich wollte eigentlich das ein bisschen aufpeppen. Das tönt ja viel besser, als wenn ich sage, die Menschen waren einfach zu blöd, um sich selber irgendwie darum zu kümmern oder so. Ja, also in der deutschen Übersetzung findet sie waren dumme Idioten. Mhm. Dann kommt eigentlich so der Keypoint der ganzen Geschichte, warum man merkt, warum da noch lebendige Katzen sind. Kleine Computer findet dann, das war eigentlich nicht der Punkt, sondern weil sie Genmanipulation mit Katzen gemacht haben, bis die Katzen bewegliche Daumen hatten. Und wollen sich abwenden. Die Katze, die ganze Zeit begleitet hat, fängt dann an zu sprechen. Sagt, ja, als wir dann endlich die Büchsen selber aufmachen konnten, da war es um die Menschheit geschehen. Weil dann waren sie überflüssig. Ja, für unsere 3 Touristen wäre jetzt eigentlich die Reise zu Ende gewesen.
Und die Katze geht dann zum Kleinen und sagt, du musst mich aber weiter streichen, ihr bleibt jetzt einfach auf ewig da. Sonst explodiere sie. Also die Katze hat ja nie gesagt, dass sie nicht explodiert. Und es seien noch ein paar Freunde da. Und der X-Bot 4000 schaltet auf Wärmekamera um und sieht dann in dem Silo Tausende von Katzen und die kommen dann alle auf sie zu. Und umzingeln sie. Und dann ist die Geschichte fertig. Ja, es war eigentlich mein Lieblingsfilm, oder? Ja, er ist witzig, er ist philosophisch, er ist im gleichen Stil wie der letzte schon, nur dieses Mal mit wesentlich mehr Humor und das mag ich. Ja, sehr philosophisch an und für sich, wirft doch einige Fragen auf und auch irgendwo, ja, so das Menschenbild, das irgendwo so in Frage gestellt wird. Das gefällt mir sehr. Oder wie man die Menschen anders betrachten kann, oder? Also die Menschen haben sich als Krönung der Schöpfung gezeigt. Das meinte ich, ja. Und eigentlich mit ihrer abstrakten Betrachtungsweise haben sie das eigentlich völlig demontiert. Was mir nicht ganz klar war, ist ja, als die Katze dann gesagt hat, so eben als sie die Thunfischdosen selbst aufmachen konnten, waren die Menschen überflüssig. Ja, was heißt das? Haben die Katzen die Menschen umgebracht oder wieso haben die Katzen überlebt? Also das wurde nie beantwortet. Und eigentlich müssten ja die Dosen dann ja den Gläsern mit Deckel gewesen sein, weil sie einen Daumen hatten. Ja, oder sie konnten den Büchsenöffner bedienen. Das ist auch möglich, oder? Ja. Das mit der Katze geht dann doch auch nicht ganz auf, weil sie brauchen doch jemand, der sie kraut, dass sie da schnurren können. Also irgendwo ist der Schluss witzig, aber lässt doch noch einige Fragen offen. Vielleicht gibt es eine zweite Folge davon, das ist möglich. Ja, gehen wir vielleicht mal aufs Team ein. Also Autor John Scalzi heißt der, ja. Scalzi. Drehbuch Philipp Galat. Erster Regisseur war Victor Maldonado, schöner Name. Zweiter Regisseur war Alfredo Torres. Klingt alles irgendwie sehr südländisch irgendwie. Denn das Produktionsstudio, Blow Studio, fand ich auch, um Himmels Willen, wer hat diesen Namen gegeben? Hat den Sitz in Sevilla, vielleicht erklärt das einiges. Ah ja, wusste ich gar nicht. Vielleicht haben Sie nicht so viel Kenntnis von der englischen Sprache. Das könnte sein, oder? Ja, aber jetzt zu den Sprechern und das wird spannender. Also der X-Bot 4000, der große Computer, wurde im Original von Gary Anthony Williams gesprochen. Hat mir eigentlich nicht wahnsinnig viel gesagt. Hingegen die deutsche Stimme Matty Clem war für mich irgendwie eine extrem vertraute Stimme. Und ich dachte, Matty Clem sagt mir jetzt gar nichts. Und ich weiß nicht, an was es liegt, aber der war lange Zeit, hat er die Fußball-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft im ARD und ZDF kommentiert. Und ich kann mir zwar nicht vorstellen, da ich kein Fußballfan bin, dass es an dem liegt, aber irgendwie war diese Stimme von diesem Matty Clem kam mir unheimlich vertraut vor. Er hat aber natürlich auch jahrelang den Drömer-Knauer-Krimi-Podcast gesprochen. Ja, den habe ich aber auch nicht gehört, dummerweise. Ist ein Fehler, weil es ist eine schöne Stimme. Genau. Der kleine Roboter, KVRC, wurde im Original von Josh Brenner gesprochen. Und das ist eine sehr bekannte, also mir auf jeden Fall sehr bekannte Figur, auch als Schauspieler, weil den kennt man aus der Big Bang Theory als Dale. Okay. Das war der quietschende Aushilfsverkäufer im Comicshop. Ah, der, ja. Und das fand ich eine sehr lustige Figur, irgendwo so total verklemmt und irgendwo so. Er klingt zwar in der Synchronfassung von eben diesem kleinen Roboter eigentlich gar nicht so irgendwie. Also ganz anders. Es ist scheinbar ein guter Schauspieler. Also wenn man es weiß, hört man das sofort raus. Dafür sagt man, der deutsche Sprecher sagt man dann weniger was. Dirk Patrick, den sagt mir auch gar nichts. Zu den bekanntesten gehört Junior in Konferenz der Tiere, aber ich schon gehört, aber nicht bewusst wahrgenommen. Aber hat das auch gut gemacht. Dann bei G ist es wieder mehr auffallend. Also dort fand ich den Unterschied zwischen Original und deutsche Synchronisation am extremsten.
Haben Sie beide Versionen mal angehört? Nein, nur die deutsche. Also die deutsche wurde gesprochen von Anne Vielhaben. Vielhaben, ja. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sie wird ja sehr oft als Computerstimme genommen. Entschuldigung, aber sie gefällt mir nicht, weil sie redet so abgehackt und das soll eine Computerstimme sein. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber es ist eine sehr bekannte Stimme. Und im Gegensatz im Englischen wird das von Courtney Taylor gemacht, eine wunderschöne Frau. Und die hat so eine wirkliche, ja, eben so eine Computerstimme wie Siri oder Alexa oder so irgendwas, so eine angenehme, tiefe Stimme, die schwingt. Das gefällt mir viel besser irgendwie. Ja. Und das passt auch irgendwie zu dieser philosophischen Figur viel besser, finde ich. Durchaus. Ich denke so, im Deutschen wurde zu viel von Hell übernommen, also von der Art. Ja, aber Hell wird doch auch nicht so abgehackt. Das ist doch auch ein... Sehr mechanisch, metallene Stimme oder so. Ja, das schon, aber ja. Dann haben wir noch die Katze. Im Original wird das von Chris Parnell gesprochen. Kenne ihn nicht. Nee, kenne ihn auch nicht und wir haben ja auch in den Shownotes ein Bild von ihm und wenn man das Bild anschaut im Original und die Stimme hört im Original, würde man sagen, im ersten Moment, hä? Das passt irgendwie nicht zusammen, weil das ist im Original eine wunderschön tiefe, männliche, sexy Stimme. Und wenn man ihn anschaut, der ist weder groß noch, ja, also man stellt sich eine ganz andere Figur vor irgendwie. Also kein hässlicher Mann, überhaupt nicht, aber passt irgendwie nicht zur Stimme. Hingegen die deutsche Stimme von Thomas Schmuckert ist natürlich ein sehr bekannter Mann, der unzählige Stimmen gemacht hat, ist auch für die Synchronsprecher da in diversen Gremien drin und. Und ich finde das eine extrem gute Wahl, weil man merkt so richtig, das ist ein Theaterschauspieler, Filmschauspieler. Und diese Stimme, das ist so der Inbegriff von absoluter Arroganz. Also so ein Baron, eine irgendwie so, ja. Der bringt das mit der Stimme so gut raus. Das ist total anders wie das Original. Das ist eine weiche, tiefe, sonore Stimme. Und im Deutschen so ein Snob. Aber man sieht einfach, wie wichtig eigentlich so Synchronsprecher sind. Die Figur kommt anders daher, oder? Ja, und wenn man sich eben auch bewusst ist, wie so ein Comic-Film gemacht wird, also da wird ja zuerst die Stimmen aufgenommen und nachher wird darauf gezeichnet. Also die Zeichner produzieren später, als was aufgenommen wird. Darum bekommt natürlich die Figur unter Umständen ein ganz anderer Charakter, weil sie eben durch den Sprecher eine eigene Dynamik entwickelt. Und darum sind die Sprecher auch in einem Comic eigentlich extrem wichtig. Ja. Das kann man alles nachlesen, Shownotes und mit allen Links, die nötig sind und weiterleiten oder noch mehr Informationen geben, wer sich dafür interessiert. Grundsätzlich von der Philosophie her, mir hat die Folge derart gut gefallen, weil einfach eine andere Sichtweise eingenommen wurde, was die Menschheit betrifft. Wie komisch wir eigentlich sind in einer anderen Betrachtungsweise. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Also das heißt, irgendwie aus der Folge herausgekommen. Das ist sicher die wichtigste Aussage der ganzen Folge. Leute, nehmt euch nicht so wichtig. Lasst es gut sein, prellt den Ball und überlegt nicht weiter. Mehr schafft ihr sowieso nicht mit eurem eingeschränkten Hirn. Kognitiven Fähigkeiten, die nicht vorhanden sind. Und dann irgendwann noch mit dem Säurebehälter, der sowieso meistens nicht funktioniert. Haben Sie irgendwie so von der Kunstform, also der comiczeichnerischen Kunstform, noch irgendwas zuzufügen oder gibt es bei dieser Folge nichts Spezielles? Es gibt in dem Sinn etwas anders als in der vorherigen Folge, die wir besprochen haben. Da hatten wir ja gesagt, das ist doch noch sehr am Comic angelehnt mit den Rahmen und dann die einzelnen bewegten Filmsequenzen, die haben im Rahmen stattgefunden. Hier ist der Film einheitlich. Es ist ein Animationsfilm, der teilweise sehr realistisch daherkommt, aber durch die 3 Roboter eigentlich das ganze Realistische wieder aufgehoben wird. Sie spielen so mit der Realität und dem Gezeichneten, den Surreal. Ich finde ihn sehr gut gemacht.
Ja, die Endzeitstimmung kommt gut rüber, aber nicht bedrückend. Also es wird jedes Mal wieder aufgehoben durch irgendeinen Spruch, durch einen Witz, durch eine Bewegung. Also man bekommt keine Krise, wenn man diesen Film anguckt. Diese Folge könnte man absolut einem 14-jährigen Menschen zeigen, Ja. wo ich bei der letzten Folge, also Sonnys Vorteil, das würde ich jetzt nicht unbedingt zu jungen Menschen zutrauen. Das würde ich sogar strikt ab 18 sagen. Definitiv, ja. Oder? Also 12, 13 finde ich gut. Ich denke, von der Art des Films her wäre jünger möglich, aber dann versteht man die Logik nicht mehr, oder? Deshalb 12, 13 ist in Ordnung. Ja, und es hat trotzdem Totenköpfe dabei und Skelette. Also irgendwo ist natürlich dann die Frage, ab wann kann das ein Kind verarbeiten? Mhm. Ja, ich habe lange gesucht. Ich finde die Folge ziemlich einzigartig. Ich habe in meinem Fundus fast nichts gefunden, das ich in Anlehnung als weiterführender Comic empfehlen könnte. Es geht ja um Surrealismus, es geht um Endzeitstimmung, es geht um andere Perspektiven etc. Und ich habe eigentlich nur einen Comic gefunden, der heißt Mary. Geht es darum, dass eine junge Frau Achterbahn fährt und als sie aussteigt, steht sie schräg auf der Erde. Alle Wissenschaftler versuchen herauszufinden, warum sie schräg steht. Also wir stehen ja alle senkrecht, sie steht einfach schräg. Im Entferntesten kommt das an die Folge hin. Es ist auch sehr wunderbar gezeichnet. Das heißt, die geheimnisvollen Städte in die Folge und daraus Mary ist ein Hardcover-Buch von Schütten Peters. Der Zeichner ist einer der besten Architektur- und Landschaftszeichner, den ich je gesehen habe. Einfach die Zeichnungen sind schon genial. Also es lohnt sich sicher. Und in den Shownotes habt ihr Titel, die Nummer, den Verlag. Es kommt vom Fest Verlag, könnt ihr da nachlesen. Den kann ich empfehlen. Hauptsächlich in Schwarz-Weiß gezeichnet. Klingt spannend. Das war's ich denke, für dieses Mal. Ja, was ist unser abschließendes Urteil? Unbedingt ja nicht als Abfall zertifizieren, sondern ich würde sagen, einen Comic-Oscar wert. Also Oscar ist jetzt sehr hoch gegriffen, finde ich. Dann habe ich gesagt, Comic-Oscar. Ich zeichne ja den selber, wissen Sie. Ah, okay, dann ja. Also beim letzten Mal habe ich ja gesagt, Daumen hoch mit Vorbehalt, weil er mir zu gewalttätig war. Hier ein ganz klares Daumen hoch mit 2 ganz kleinen Fehlern drin. Also dieser Bruch von der Katze, also Panik wegen Explosion und nachher dieser Übergang, dort fehlt für mich ein bisschen was. Irgendwie hat da entweder der Drehbuchautor geschlafen oder der Schneider war zu fleißig, ich weiß es nicht. Das mit diesem Slang-Tearback-Ausdruck, diesen Witz hätte man anders machen können, wenn man sich ein bisschen befasst hätte, dass das schwierig zu übersetzen ist. Das sind so 2 Kleinigkeiten, also so auf sehr hohem Niveau gemotzt, sagen wir mal so. Aber sonst darum auch, also ganz klar Daumen hoch, eine super Folge. Die nächste Folge wird dann sein, die Augenzeugin. Aha, okay. Das werden wir dann besprechen. Was Spannendes. Spannendes und Komplexes. Liebe Hörer und Hörerinnen, kann sagen, es wirft auch viele Fragen auf. Mehr Fragen als Antworten. Also ich habe noch keine Antworten gefunden, aber lassen wir uns überraschen auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und Herr Lüthi, jetzt können wir nach Hause. Wir haben jetzt unsere Arbeit und den Zusatzauftrag jetzt erledigt. Jetzt können wir Herr Fischer spielen. Wir gehen nach Hause. Auf Wiederhören. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.